Wie viele von euch sind schon mal sowas geflogen? Und wie viele von euch, jetzt mal so Hand aufs Herz, haben sich in so shiny Objects, in so Gadgets verliebt? Und auch wenn sie nicht funktioniert haben manchmal? Und wie viele von euch würden gern wissen, wie man fundamentale Entscheidungen trifft und sie auch konsequent umsetzt? Doch so 2 oder 3. Sehr cool. Mein Name ist Reinhard Krechler, ich komme aus Wien und ich war mal Coach und Organisationsberater. Mein Name ist Gottfried Pelzer und ich war auch mal Drohnenpilot hauptberuflich. Wirklich, ich bin von Herzen dankbar, dass ich nochmal auf der Bühne hier stehen darf. Vor einem Jahr war ich das erste Mal hier in Sofia und im April durfte ich dann schon auf die Bühne. Ich bin sehr dankbar, dass ich das heute nochmal darf. Möchte aber kurz auch erzählen, was ist eigentlich so mein Weg gewesen. Ich war 12,5 Jahre im öffentlichen Dienst, Sicherheitsbereich, Bundeskriminalamt und anderen Sicherheitsbehörden in Deutschland tätig. Habe mich 2016 selbstständig gemacht als Fotograf, Drohnenpilot und habe hauptberuflich Fotos, Videos aus der Luft angefertigt für Bauträger, Bauherren, Architekten und alle, sag ich mal, die Luftbildaufnahmen letztendlich auch gebrauchen können. Es begab sich dann so, dass ich 2016, in dem Jahr, als meine Tochter geboren wurde, extrem viel Arbeitszeit da rein investiert habe, dieses Business überhaupt ans Laufen zu kriegen. Also Tage mit 12, 14 Stunden waren eigentlich normal, auch mal ein paar Nächte durcharbeiten waren jetzt auch nicht so ganz unüblich. Ich habe es alles investiert. 2017 im Frühjahr, März, April hatte ich das Geschäft so weit aufgebaut, dass es rentabel war. Und im April gab es eine Woche, wo es eine Gesetzesänderung gab. Und diese Woche war halt sehr spannend, denn ich hatte dienstags einen Rahmenvertrag erhalten von einem Kunden, der letztendlich sogar 80% meines Jahresumsatzes damals ausgemacht hätte. Donnerstags gab es eine Neuregulierung in der Luftfahrtverordnung, die übergangslos freitags in Kraft trat, in derselben Woche wohlgemerkt. Und freitags brach mein gesamtes Business komplett weg. Komplett. Das hieß für mich zum damaligen Zeitpunkt sämtliche Umsätze weggebrochen. Ich wusste nicht, wie ich meine Familie ernähren sollte. Ich wusste auch nicht, wie ich letztendlich auch meine Schulden bezahlen sollte, die ich ja aufgenommen habe, um meinen Betrieb letztendlich auch aufzubauen. Und es war sehr katastrophal. Also die Woche letztes Jahr im April werde ich nicht vergessen. Und genauso werde ich die Woche nicht vergessen im Oktober letzten Jahres hier in Sofia, beziehungsweise die 5 Tage, aber es fühlt sich ja an wie eine Woche. Als ich letztes Jahr im Teilnehmerkreis saß und schon am ersten Tag die ersten 2, 3 Speeches gehört habe und ich hatte das Gefühl, dass es, kein Marketing-Bullshit, was sie da vorne erzählen, sondern es ist greifbares Business mit einem anständigen Geschäftsmodell dahinter und ich kann Werte schaffen für Menschen. Ich habe nicht nur schlaflose Nächte hier verbracht, sondern es waren auch sehr emotionale Momente dabei, die absolut nicht schön waren. Getrieben aus dem, ich muss jetzt was tun, ja, ich muss mich ja verändern, weil wenn ich das nicht anpacke, habe ich halt ein riesiges Problem. Und es war tatsächlich so, heute vor einem Jahr, mein bester Freund hat mir Flug und Hotel letztendlich vorgestreckt, um hier hinzukommen. Und tatsächlich war es so, dass ich den Privatinsolvenzantrag ausgefüllt hatte, im Büro liegen hatte und gedacht habe, so, wenn es jetzt nichts bringt, dieses Seminar, dann war es das. Und glücklicherweise hat es sich jetzt ein bisschen anders entwickelt. Ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Ich möchte jetzt nicht groß Tamtam darum machen. Ich möchte nur sagen, ich war hier auf dem Seminar. Danach war ich bei Dirk Kräuter auf Verkaufsseminaren. Und alleine in den letzten 1,5, 2 Monaten hier konnte ich den entsprechenden Umsatz dort oben akquirieren.
muss man dazu sagen, dass ich damals auch noch, jetzt letztes Jahr, auch noch relativ viel dann auch gearbeitet habe, jeden Tag mindestens 10 Stunden auch daran verbracht. Aber nur damit ihr mal eine Relation seht, das sind meine Zahlen. Jetzt wird sich jeder fragen, warum hat er so wenig Kosten? Also meine Kostenstruktur ist sehr übersichtlich. Ich habe, können wir gleich vielleicht auch noch privat drüber sprechen, also es ist halt noch im dreistelligen Bereich heute noch. Also ich versuche das sehr, sehr klein zu halten noch. Januar bis Juni 2018 im selben Business wurde der Umsatz letztendlich möglich und das alles nur, weil ich vor einem Jahr alles dafür getan habe, hier hinzukommen und die Inhalte dessen auch komplett auch umzusetzen. Letztendlich, wenn man das mal vergleicht, ist der Zuwachs entstanden und ich habe da eine schöne Vergleichstabelle mitgebracht, dass die reelle Brutto- und, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, die reelle Lohnentwicklung in Deutschland in den letzten Jahren, wenn man das zugrunde legt und dann den Zuwachs da drunter legt, den ich jetzt erwirken konnte in den letzten 6 Monaten, dann braucht ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland über 50 Jahre Zeit, um das zu erlangen. Und ich glaube, der André hat eine Übung mit euch gemacht. Ich glaube, mehr brauche ich an der Stelle nicht mehr sagen. Also es ist eure Entscheidung, wartet ihr so lang und könnt ihr mal nachschauen, ob ihr noch so viel Zeit habt oder verändert ihr etwas daran. Nun, danke. Ja, danke. Gerade nach dem Vortrag im April wurde ich sehr häufig gefragt, ja, ist toll, super, dass du das hingekriegt hast, aber wo kriegst du die Kunden? Ne? So, wo hast du die Kontakte her? Und das ist relativ einfach. Und ich möchte auch tatsächlich, sind das auch meine Werte. 50% kommen aus dem Business-Netzwerk BNI. Da erzähle ich an der Stelle nichts mehr drüber. Das wurde schon sehr oft erwähnt in den letzten 3 Tagen. 40% hier in Sofia und 10% durch persönliche Netzwerk. Jetzt fragt sich natürlich wahrscheinlich jeder hier im Raum, was meint denn der mit Sofia? Und dazu kannst du vielleicht was sagen. Ja, dazu möchte ich an dieser Stelle ganz kurz was sagen. Wie viele von euch haben heute am 3. Tag hier verstanden, dass Netzwerk vieles, wenn nicht alles ist, fürs Business? Sehr fein. Und wenn man sich diese Folie anschaut hier, dann bedeutet das doch in Wahrheit, dass dieser junge Kerl hier, der mein Sohn sein könnte, 90% seines Geschäfts ausschließlich über Netzwerk macht. Und nur 10% über persönliches Netzwerken oder Kunden akquirieren. Und ich habe euch erzählt, ich war ja mal Coach und Führungskräftetrainer und da sind auch ganz viele Einzelkämpfer unterwegs. Und Einzelkämpfertum, no way, das bringt euch nicht weiter. Und wir möchten an dieser Stelle vor allem uns nicht nur bedanken, auch bei diesen tollen Features, bei diesen Angeboten, die wir alle hier bekommen haben. Danke an das gesamte Clicktip-Team, danke an das Engagement aller Speaker, Speakerinnen hier. Die solche eigentlich unglaublichen Stories wahr machen. Und wir möchten vor allem euch etwas zurückgeben mit unserem Vortrag jetzt. Und wenn wir verstanden haben, dass Netzwerken sehr, sehr viel, wenn nicht vielleicht alles ist, dann vielleicht an dieser Stelle so eine ganz kleine Übung. Ich war ja auch in Sofia im April hier, habe diesen Vortrag von diesem jungen Mann hier gehört und ich sage es jetzt mal auf Wienerisch, ich habe mir gedacht, bist du deppert? Wie macht er das? Und was er gemacht hat, und dafür war ich dir sehr dankbar, wir haben eine kleine Netzwerkübung gemacht und ich möchte auch jetzt mit euch so eine Netzwerkübung machen. Nämlich, es gibt 2 so Arten oder 2 so Typen hier im Raum, sagen wir jetzt mal. Ja, die einen von euch sind vielleicht hierher gekommen und so war es bei mir damals auch im April, die gesagt haben, ja, ich möchte Clicktip fürs eigene Business nutzen, ich möchte mich professionalisieren, ich möchte schauen, was noch geht, ich möchte automatisieren, so viel ich kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite jene, die vielleicht schon mit der Idee hierher gekommen sind, ich will Clicktip Consultant werden oder ich bin schon Clicktip Consultant. Und ich sage mal, die einen sind so die Firmeninhaber oder Unternehmer, die Zeit sparen wollen oder mehr Umsatz machen wollen und die anderen sind die Techniker, Technikerinnen unter euch. Und ich möchte euch an dieser Stelle jetzt einfach mal bitten, jene, die Clicktip Consultants sind, die Techniker, Technikerinnen unter euch, mal aufzustehen. Ganz fein. Das bedeutet ja jetzt im Umkehrschluss,
Vielleicht gibt es noch eine kleine Gruppe 3, aber blickt euch doch jetzt einfach mal um. Es ist circa 50-50 hier im Raum. Die einen, die ihr eigenes Business durch Automatisation weiterbringen wollen und die anderen, die potenziell Anbieter sind, euch diese Arbeit, diese Last abzunehmen. Und wir werden diese Übung oder diese Erkenntnis nachher gleich wieder brauchen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ja, wir werden dazu noch nachher eine kleine Netzwerkübung machen. Seid darauf gespannt. Nun, nach dem Vortrag im April haben mich auch viele Leute gefragt, was machst du denn eigentlich, wenn du mal einen Kontakt hast? Also wie läuft es dann ab mit deinen Erstgesprächen oder mit den Gesprächen generell? Und das waren eigentlich von 10 Fragen, die gestellt worden sind, vielleicht genau 7 immer dieselben Fragen in der Richtung. Und ich möchte auch da wirklich appellieren, nutzt das, was auch bei uns in dem internen Consultant-Bereich einfach abgespeichert schon ist. Denn ich habe mich einfach 1:1 dran gehalten, was der liebe Michael Tauch im April vorgetragen hat. Die Videos sind alle online, ihr könnt es euch alle anschauen. Ich habe das einfach gemacht, was er erzählt hat. Bin ein Freund davon geworden, Dinge erstmal zu probieren, dann zu machen. Und wenn man dann Ergebnisse hat, kann man immer noch sagen, ich mache jetzt mal was anderes. Aber warum das Rad neu erfinden? Ich glaube, das Rad gibt es schon relativ lang. Michael saß auch tatsächlich lustigerweise mit mir in der letzten Reihe im Oktober 2017 und war auch Speaker jetzt schon im April. Das heißt, das, was jetzt alle heute schon erzählt haben, dass, ich sag mal, ihr in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten das Wissen, was ihr erlangt in den nächsten Monaten, hier auf der Bühne präsentiert und mit allen teilt, das ist kein Gerede, sondern das ist machbar und ja, teilt das, was ihr da erlangt. Die nächste Frage, die dann kam, aus meiner Sicht waren Fragen zum Thema Pricing, also wie hast du es überhaupt geschafft, ich sag mal so hochpreisig das anzubieten, und ich weiß, das wiederholt sich jetzt ein bisschen aus den 3 Tagen, aber ich möchte es nochmal runter reduzieren, wie ich das mache, und aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, gerade jetzt für die Menschen hier im Raum, die sich dazu entscheiden, das Consultant-Business jetzt für sich zu entdecken und Consultants zu werden, bitte macht nicht den Fehler und definiert selber den Wert eurer Arbeit und auch den Wert von Clicktip für dieses Unternehmen, wofür ihr tätig werden könnt. Sondern bitte lasst den Kunden oder in dem Coaching, ermittelt den Wert zusammen mit euren Kunden. Und hier gibt es viele, auch Speaker, die jetzt hier die letzten 3 Tage schon ähnliche Dinge erzählt haben. Und bitte, bitte macht nicht den Fehler, dass ihr selber den Preis definiert. Das ist wirklich nicht gut. So. Wie mache ich das konkret? Also Wert ermitteln für Kunden. Ich rechne das Einsparpotenzial immer auf 5 Jahre hoch. Ich mache jetzt in der letzten Zeit immer Beteiligungsmodelle am Erfolg, festen Prozentsatz aushandeln, Zahlungsplan besprechen. Das war's schon. Und ich kann euch sagen, in den letzten grob 2 Monaten die Verkaufsgespräche, die ich jetzt in der letzten Zeit führen durfte, und dafür bin ich auch sehr dankbar, die gehen meistens 4 bis 5 Stunden. Und der Preis ist meistens 20 Minuten und dann ist abgehakt. Wer mehr wissen will dazu, das sprengt jetzt auch den Rahmen, dieses Modell zu erklären. Wir haben noch einen Abend, wir können heute noch netzwerken, ich erkläre das gerne. Es ist allerdings sehr stark angehaucht, oder nicht angehaucht, das Modell habe ich im Rahmen von Seminaren beim Dirk Kräuter entwickelt. Die beiden Kollegen sind jetzt schon unterwegs wieder nach Deutschland. Aber meine Empfehlung ganz klar, geht zu Dirk Kräuter. Möchte da auch kurz ein paar Abkürzungen nennen. Geistige Brandstiftung in Kombination mit Clicktip ist eine, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist eine absolute Waffe. Ja? Und Einwandbehandlung kann ich empfehlen, höheres Ziel und den Flummi. Also falls da jemand schon bei der Vertriebsoffensive war, der Dirk erzählt meistens in den ersten Tagen da schon alles, was wir jetzt gerade hier brauchen, um das auch gut verkaufen zu können. Und auch entsprechend die Werte für unseren Kunden auch ermitteln zu können. Ja, seit Juli ist es so, dass ich keine neuen Projekte mehr angenommen habe und mich darauf fokussiert habe, für Messeaussteller ein Paket oder ein Produkt zu entwickeln. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere denken, oh Gott, ja, der Uli, der hat sowas auch schon vorgestellt hier auf der Bühne und auch 2, 3 andere auch. Und es können ja nicht alle Messenaussteller jetzt betreuen. Und ich sage euch eins, doch können wir alle machen. Denn selbst wenn alle Consultants, die hier in Sofia waren, sich entscheiden würden, nächstes Jahr nur noch Messeaussteller zu akquirieren, ist so viel Potenzial im Markt und ich möchte es gerne mal darstellen. Ich habe die Statistiken von den letzten Jahren mal mit dabei und um es auf den Punkt zu bringen, allein in Deutschland sind es über 176.000 Messeaussteller.
Und wenn man sich jetzt noch fragt, wie ist denn das Budget pro Unternehmen für Messestände, dann liegt das pro Unternehmen im Jahr bei 280.000 Euro Investment pro Unternehmen in den Messebereich. Das bedeutet im Klartext, wir reden jetzt hier von einem 49 Milliarden Markt. Wie gesagt, wenn sich selbst alle Consultants darauf konzentrieren würden, nur noch Messeaussteller als Kunden zu akquirieren. Macht mal bitte eins, klopft mal euren Nebenmann in die Hand und sagt, ich gönne dir das auch. Also ich gönne es euch auch. Ich erspare mir aber jetzt allen die Hand zu Handshake zu machen. Ich habe mal so eine kleine Vermutung angestellt. Ich habe 4 Pakete kreiert. Es wird ein monatliches Paketpreis sein. Also ich werde Standardprodukte entwickeln für Messeaussteller. Wenn jetzt jemand Anforderungen hat nach links und rechts, also individuelle Arbeiten, mache ich das ab demnächst nicht mehr, sondern gibt es halt entsprechend ab hier an die Gemeinschaft der Consultants. Aber wenn ich jetzt mal annehme, dass die Umsatzverteilung sich entsprechend natürlich über 80–85% auf mein kleinpreisiges Produkt, jetzt fehlen mir die Worte. Fokussieren. Vielen Dank. Gerne. Schaut es euch mal an, selbst wenn ich es schaffen würde, in 10 Jahren nur 1 Promille, also sprich 170 Aussteller als Kunden zu generieren, dann reden wir immer noch, schaut mal bitte nur unten rechts in der Tabelle nach, von einem monatlichen Cashflow von 140.000 Euro monatlich netto. Und ich gönne das jedem hier im Raum, das auch zu schaffen. Und es ist nur eine einzige Fokussierung. Wir haben jetzt heute wirklich super spannende Sachen gehört und mich persönlich hat der Vortrag von Matthias eben absolut berührt. Ihr habt hoffentlich gemerkt, es gibt so viel zu tun hier. Wir können so viel Werte schaffen, Mehrwert schaffen für Kunden. Und es drückt sich nicht nur finanziell aus. Und ich hoffe, das hat der Matthias euch eben gezeigt. Es drückt sich auch auf Weisen aus, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Ja? Wie viele von euch haben gedacht, dass man mit Online-Marketing sowas überhaupt bewirken kann? Wie viele haben vorher nicht gedacht, dass man sowas bewirken kann, was der Matthias eben geschildert hat? Martin, Martin. Also, ich glaube, ihr seht, da ist einiges möglich. Und ja, zum Schluss kann man sagen, für 2019 ist geplant ein 7-stelliger Umsatz. Wie erreiche ich das? Ich habe es gerade gezeigt, das mit den Messen wird ein Schlüsselfaktor sein, also Konzentration auf Standardangebote und dann halt auch entsprechend Ausrollung auf viele. Und das Zweite ist natürlich Einzelaufträge und Beteiligungsmodelle. Und unterm Strich kann ich sagen, das absolut Beste, was mir im Leben passieren konnte, ist, dass das Drohnenbusiness von einem auf den anderen Tag vollkommen desaströs geendet ist und ich gezwungenermaßen hier nach Sofia fliegen musste. Und ja, ich gönne euch nicht den Druck, den ich hatte, weil es war nicht witzig letztes Jahr, überhaupt nicht. Aber ich gönne jedem von euch ähnliche Zahlen und ähnliche Erfolge. Okay. So, das war jetzt so im Zeitraffer der Vortrag, den Gottfried im April im Hotel Marinella bereits gehalten hat. Und ich saß damals in der ersten Reihe und habe mir gedacht, ich sage es jetzt nochmal, bist du deppert. Unglaublich, das gibt es ja gar nicht. Also, ich glaube, einige von euch haben schon den einen oder anderen im Internet gehört, der verspricht, wie schnell man reich werden kann und wie einfach das alles ist. Und ich meine, ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, glaubt da irgendjemand von euch dran? Ah ja, doch so viele, ne? Okay. Ich war auch nicht mehr auf der Schiene unterwegs, aber wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ich muss mit ihm sprechen. Denn, ja, mir ging es schon auch so und ich habe da so eine kleine Metapher dafür mitgebracht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich Coach bin. Ich hoffe auch, es ist okay, wenn ich so ein bisschen ins Wienerische jetzt abrutsche. Ich tue mir da einfach leichter. Aber als Coach, Gottfried, ich darf dir bitten, das ist eine Flasche und du willst sie mir schenken. Und so eine ähnliche Situation, ich werde es gleich erzählen, hatten wir heuer im Sommer. Aber ich saß hier in Sofia, ich wollte nicht Clicktip Consultant werden, sondern ich wollte für mein Business mehr Effizienz, mehr Zeitgewinn, mehr Umsatz erreichen. So, und da waren 2 Dinge, die ich gemacht habe. Ich erzähle es in kurzen Worten gleich. Und ich saß hier so da mit diesen beiden Flaschen. Ja, das war so das eine Business und das andere Business. Das Problem ist nur, wenn er mir jetzt was schenken will, und das war diese Situation, die ich hier hatte, mir ist schon hier aufgegangen in der ersten Reihe, Kinnlade nach unten fallend, Wahnsinn, was man
also eigentlich könntest du ja da ein Business draus machen. Aber ich habe doch diese Flaschen, ne? Halte da so fest an den Flaschen. Und wenn du mir das jetzt schenken willst, ich kann es doch gar nicht nehmen. Es sei denn, ich mache etwas, worauf wir Menschen sehr gerne vergessen. Es gibt da im Coaching so eine Übung, Rücken an Rücken mit jemand sein. Der eine macht nur, was der andere sagt. Du machst ein Schuhband auf und der andere sagt, auf meine Anleitung machst du das Schuhband zu. Und wir geben super Anweisungen, greif hin, mach den Knoten, mach das. Aber niemand sagt, du musst jetzt mal das eine Band auslassen, damit du das hier nehmen kannst. Und so weit war ich damals nicht. Und so fühlte ich mich in etwa in dieser Situation, denn ja, ich habe als Coach, ich sage es mal hier ganz offen, so circa zwischen 100.000 und 120.000 Euro Jahresumsatz gemacht, alleine als One-Man-Show, war ganz nett, konnte meine Familie ernähren, Kredit bedienen, Verzeihung, aber ich habe mich so gefühlt und wollte immer noch neue Techniken, das neue Feature, das neue Gadget, das neue Shiny Object und jetzt Chatbots und jetzt das und Facebook und cool und alles genial, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich müsste doch dieses Pferd nur loslassen, damit ich nach der anderen Flasche greifen kann, was dieser junge Mann hier vorexerziert hat in so kurzer Zeit. So, ganz kurz zu mir. Ihr seht mich hier als Coach mit einigen Kundinnen und Kunden von mir. Ich habe es immer geliebt, Menschen zu motivieren, zu begleiten. Ich kann ganz gut mit Gruppen. Andere sagen mir dann, ja, ist immer ganz fein mit dir, wir fühlen uns gleich wohl. Aber ich hatte eine Situation und das verbindet uns auch. Es war nicht ganz so prekär wie bei dir, aber bei dir war es das Gesetz mit dem Drohnenverbot, Flugverbot. Bei mir war es auch so eine gesetzliche Geschichte und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke, Martin Steinhardt, sagen für deinen berührenden Vortrag, denn auch ich habe im Gesundheitswesen nicht nur gearbeitet als Krankenpfleger, viele dieser Themen miterlebt, von denen du erzählt hast, sondern ich habe auch dort beraten. Und ja, Gesundheitswesen ist so, Martin hat es gesagt, sind Unternehmen, die oft sehr schlecht planen und dann kommen plötzlich Gesetze und dann haben wir entweder zu wenig Personal oder zu viel Personal. Wir haben so verschiedene Tätigkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier, es waren 2 größere Kommunikations-Change-Projekte beauftragt bei mir und dann riefen mich beide Kunden an und sagten, lieber Reinhard, es tut uns sehr leid, wir würden das wahnsinnig gern machen, das ist auch total wichtig, weil unser Arbeitsklima ist ohne dies grottenschlecht, aber wir haben nächstes Jahr gesetzliche Änderungen, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen einfach unsere Ressourcen und unser Budget umschichten. Und was hat das für mich bedeutet? Nicht ganz so krass wie bei ihm, aber doch, scheiße, was mache ich jetzt? Also irgendwie Kunden weg, ne? Aufträge weg, das nächste halbe Jahr irgendwie. Naja, und was dann passiert ist, ich habe mir gedacht, wie kann ich mich unabhängig machen davon? Und ich glaube, wir haben alle verstanden, dass es nicht so schlecht ist, über das Internet Kunden zu generieren. Aber ich sage es mal ganz ehrlich an dieser Stelle, ich bin in die Online-Kurseritis verfallen, ja, und hatte sehr hohes Fieber. Ja, gleich mal 4 Kurse erstellt. So, einen nach dem anderen. Einer fertig, keine Gedanken über Marketing, gleich den nächsten gemacht, ne? So, weil ja der erste nicht so gut funktioniert hat. Gut, trotzdem habe ich es dann irgendwie hingekriegt mit ganz unterschiedlichen Coachings und Inhalten, um dieses Umsatzloch zumindest im zweiten Halbjahr wieder aufzufangen. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz, wer von euch verdient mit einem digitalen Infoprodukt, und ich meine jetzt nicht Mario, bitte, das ist ja auch kein Infoprodukt, aber wer verdient 6-stellig im Jahr mit seinem eigenen digitalen Infoprodukt? Ah ja. Vielleicht zeigen ganz hinten. Ja. Okay, wer verdient? Von denen, die aufgezeigt haben, 7-stellig, ist da noch wer dabei? Super, cool. Das heißt, alle, die über Infoprodukte das cool finden, sollten mit der Dame da hinten sprechen. Sie hat vorher aufgezeigt. Magst du nochmal aufzeigen? Sehr cool. Aber machen wir mal den Gegencheck, wer von euch hat ein digitales Infoprodukt? Aha, gar nicht so viel, ich dachte, es seien mehr. Egal. Fakt ist, ich bin damit, sagen wir es jetzt mal ganz ehrlich, gescheitert. Und dann saß ich hier in der ersten Reihe und habe mir gedacht, wie kann ich jetzt die neuesten Techniken und die ganzen neuen Dinge machen, um mein Business zu skalieren. Und ich habe gehört von Menschen, die ganz tolle Umsätze machen. Und dann habe ich ihm zugehört. Und am selben Tag haben wir uns getroffen zum Abendessen. Ich hatte vor,
Online-Kurseritis, wie gesagt, ja, ich muss die Designs neu machen und das alles irgendwie, mehr Gamification und mehr cool und so. Ne? Und habe gesagt, Gottfried, ich arbeite als Coach, eine ganz normale 5-Tage-Woche, 60 Stunden, habe auch 2 kleine Mädels daheim, bin viel zu wenig bei denen, bin sehr spät erst Papa geworden, unsere Kinder sind ähnlich alt. So, und habe gesagt, weißt du was, Gottfried, mach du das für mich, du scheinst mir ein cooler Typ zu sein, deine Story ist unglaublich, ich habe Vertrauen, du kannst das, du machst das gut. Dann ging noch ein wenig Zeit ins Land, aber Anfang Juli war es dann doch so, dass du zu mir gekommen bist nach Wien. Wir hatten 3 Tage Projektmeeting eingeplant. Okay, was braucht es alles? Wer muss was tun? So diese klassische Aufgabenverteilung, Zielsetzung und so weiter. Und ich schwöre euch, der Typ war nicht eine halbe Stunde bei mir im Büro, schaut mich an und sagt, Reinhard, entschuldige bitte, das ist doch scheiße. Ich meine, was willst du? Und ich sage an dieser Stelle, und deswegen hat mich Martins Vortrag so berührt, dadurch, dass ich erst sehr spät Papa geworden bin, ist mein Lebensauftrag, für Kinder etwas zu tun, die auf dieser Welt keine Chance haben, die nicht den Luxus haben, hier nach Sofia zu fliegen und sich, ich sage jetzt trotzdem, ein Warmsatz sauber Luxusproblem zu stellen. Ja, wie soll ich jetzt ein besseres Business machen oder nicht, sondern Leuten, die keine Chance haben. Und dann hat er mich gefragt, ja, schön, und selbst wenn wir das jetzt hochskalieren und selbst wenn du jetzt so deine Ziele im mittleren 6-stelligen Bereich damit erreichst, wie viele Jahre brauchst du denn, wenn du eine Stiftung gründen willst, damit du diesen Menschen helfen willst? Und dann habe ich mir gedacht, Stern, Stern, Stern. Der hat recht. Und dann kommt in anderen Worten dieser Burschi hier aus Deutschland nach Wien und nimmt einen Vorschlaghammer und haut mein schönes Luftschloss zusammen, das mich und meine Familie 8 Jahre ernährt hat, meine Kreditraten bezahlt hat, Büro, bla 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 und alles gut, schönes Leben. Ja, eigentlich war ich ja schon satt, ne? Und das war genau das Problem. Und dann habe ich es verstanden, wir sind miteinander essen gegangen und ich habe gesagt, Gottfried, ich verstehe, was du mir sagst, aber ich verstehe nicht, warum du nicht verstehst, dass mir jetzt gerade scheiße geht. Ne? Sag mir, ich lasse mein Geschäft stehen und vielleicht ist der eine oder andere von euch hier jetzt auch da, der sagt, verdammt, ich habe es erkannt. Und wir wollen mit diesem Vortrag euch dazu motivieren und inspirieren. Habt Mut zu dieser Entscheidung, denn nur ganz kurz, das ist bei mir passiert. Ich habe diese Entscheidung am, ich glaube, 3. Juli getroffen. Ich habe 3 Wochen später alle meine Arrangements oder Engagements abgesagt im Coaching-Bereich. Und wer von euch Unternehmensberater ist, der wird mir wahrscheinlich recht geben, Juli, August ist so eher eine schwache Zeit. Ne? Da kommt keine Führungskraft ins Coaching, da kriegst du keinen neuen Auftrag von der HR, weil die sind alle auf Urlaub. Oder ihnen ist heiß oder sie liegen im Bad oder machen sonst irgendwas. Im August einen Umsatz verdoppelt und das 4. Quartal, ich meine, ich sage jetzt mal cool, ich bin dankbar dafür und danke für all das, Mario, was du geschaffen hast, dass mir das ermöglicht. Und alles, was dazu notwendig war, seht ihr auf diesem Bild hier. Ne? Denn es ist zwischen euren Ohren und es braucht eine Entscheidung. So, und nachdem wir beide sehr rasch nicht nur Online-Akademie und Kram gemacht haben, sondern sehr schnell festgestellt haben, wir vertragen uns gut, wir ergänzen uns gut, wir sind 2 unterschiedliche Typen, aber es passt gut zusammen, habe ich gedacht, dieses Messeding ist genial. Aber ich will nicht mit ihm Messeding machen, aber ich bin ein bisschen zu stolz dazu. Daher haben mir die Veranstaltungen angeschaut. Naja, im Jahr 2017 86 Milliarden Euro allein in Deutschland mit Tagungen, Events, Kongressen. 2,55 Millionen Veranstaltungen pro Jahr, am Tag runtergerechnet, fast 7000 Veranstaltungen. Wie viele Clicktip Consultants gibt es? Noch keine 7000, oder? Okay. Das durchschnittliche Unternehmen investiert 33.700 und ein paar zerquetschte pro Veranstaltung. Und klar, das sind ganz dicke Fische dabei und da ist die Gartengrillparty beim Installateur dabei. Macht nichts, das ist der Schnitt. Und jetzt schaut euch mal das an. 405 Millionen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehen jährlich allein in Deutschland auf Kongresse, Events, Veranstaltungen. Und das hat mich umgeblasen oder umkaut, wie man auf Wienerisch sagt. Und jetzt mal so ganz kurz, wie viele Enterprise-Server sind das, wenn wir die alle bedienen wollen? Kann hier wer mal schnell Kopf rechnen? So, aber ich will hier jetzt nicht nur quaken, sondern ich möchte euch einen Business Case erzählen von mir, auf den ich sehr stolz bin und ich mache es an dieser Stelle auch sehr, sehr kurz. Wie viele von euch waren schon mal in Wien? Wie viele von euch kennen dieses Gebäude?
Mein lieber Kunde und BNI-Kollege, ich sage es an der Stelle, hat den Luxus, dass er sehr schlau war mit seinem Business. Er hat sehr gut skaliert und hat das nötige Kleingeld, sich teure Kunstobjekte, und wir sprechen von pro Stück 50.000 € aufwärts, zu leisten. Da sind aber auch Dinge wie Dali, Matisse, Miro dabei, auch Steve Kaufmann und so weiter. Und die Kunstinteressierten von euch werden vielleicht hier wissen, was ich meine. Und dieser Typ hat einen Spleen, und wie ich ihn gefragt habe, warum machst du das, hat er mir 2 Antworten gegeben. Die eine hat er gesagt: Reinhard, du wirst jetzt lachen, ich weiß, es ist Selbstdarstellung, aber damit bin ich gut durch, halte ich aus. Aber das Zweite, ich vermiete diese Bilder, weil ich halte es nicht aus, dass in Arztpraxen, in Steuerberatungskanzleien, bei Notaren und anderen von blau-gelben Möbelhäusern an der Wand irgendwelche Poster hängen. Das kann nicht sein. Steht der Maserati in der Garage und dann das Bild, das halte ich nicht aus, tut mir weh. Und somit hat er eine Veranstaltung geschafft, die unique war in Wien im September, 13. September, hat diese Gloriette gemietet, hat dort 2 PR-Agenturen engagiert, dass die ihm dort 1200 Leute hinkarren. Und ich habe gesagt: Ja, und? Was ist dein Ziel? Na, ich will diese Bilder vermieten. Sage ich: Ja, wie machst du denn das? Naja, ich stelle dort die Bilder aus, die werden dann sehen, dass das cool ist, und die rufen mich dann an am nächsten Tag. Und wisst ihr, wie lange dieses Verkaufsgespräch gedauert hat? Ihr könnt Stopp sagen, ich zähle es jetzt in Minuten von 5 runter. Ja, so circa 3-4 Minuten, es war sofort klar. Hier im Schnellgalopp, was wir gemacht haben, und nochmal, wir haben hier schon alles gekriegt in den letzten Tagen, von wegen Veranstaltungen begleiten, das war noch viel simpler. Wir haben Landingpage, kleiner Funnel, Engagement mit so einer Terminabfrage, und erstmals hatte dieser Kunde die Kontaktdaten seiner Besucher. Und ihr werdet jetzt hier sagen, das gibt es ja nicht, wer ist so doof? Und ich sage euch an dieser Stelle, es sind wahrscheinlich 90 oder 95%. Und das hat nichts mit doof zu tun, sondern sie wissen es einfach nicht und sie brauchen unsere Hilfe. So, dann gab es auch so die Möglichkeit, bei SMS sich einzutragen, aber ich springe da schnell durch, ihr kennt das ja. Während der Veranstaltung dadurch die Möglichkeit, die Teilnehmer weiter zu engagieren, aber auch, und ich meine, wer von euch war schon mal bei einer Veranstaltung, wo so eine Traube bei der Registrierung war und man steht und man sagt: ich muss schon aufs Klo und ich hätte schon gerne einen Sekt und da drin sind schon meine Freunde und ich muss warten. Alle die sich nicht registriert hatten, hatten entweder ein Anmeldefeld vom Clicktip, wahnsinnig schwer zu machen, hat uns René Joppe heute am Vormittag schon erzählt, oder die Fastlane-Registrierung per SMS. SMS schicken, das Danke-SMS, und die waren schon durch. Und dadurch konnte der Veranstalter noch etwas Zweites erreichen, nicht nur mehr Komfort für seine Besucher, sondern er konnte sagen: Passt auf Leute, in 10 Minuten gibt es eine Rede von mir, wo er sich bedankt hat und wo er gesagt hat, wer Interesse hat, diese Bilder zu mieten, und er brauchte nicht künstlich verknappen, denn jedes Kunstwerk gibt es nur einmal, wem dieses Bild gefällt, kann mir ein SMS schicken. Und ich brauche euch nicht sagen, dass auch mein Kunde an dieser Stelle verstanden hat, was er mit diesen Daten machen kann. So. Dankeschön. Oh, Entschuldigung, sorry. Ja, was man nach so einer Veranstaltung macht, ich glaube, das ist jetzt auch nicht rasend umwerfend neu. Ich habe es nicht erfunden, und das ist genau das, was Gottfried sagt. Ihr müsst dieses Rad nicht mehr erfinden, es ist alles schon da. Ja, natürlich gab es Fotos, da gab es ein kleines Gadget. Der Typ hat also da hier coole Musiker auftreten lassen, da bekam man dann so einen MP3-Download, und natürlich kam irgendwann mit SmartLink die Abfrage: Hey, interessiert dich dieses Bild, oder willst du über zukünftige Veranstaltungen, oder willst du Ruhe? Alles, was dafür nötig war, und das kann jeder von euch nach diesen 3 Tagen: Landingpage, 3 einfache Funnel, 3 SmartLinks. Danke. So, und wir haben euch gesagt, dass Netzwerken das A und O dafür ist. Und ich hätte diesen Menschen nie kennengelernt, wenn nicht auch ich bei BNI dabei bin. Aber viele von euch, oder die meisten vielleicht, haben es jetzt schon mehrfach gehört. Wir wollen euch das ein bisschen zurückgeben, was da passieren kann. Und ich darf euch doch mal bitten, wir haben hier auf dieser Folie noch stehen 2 Menschen, wir reduzieren es aus Zeitgründen um einen. Darf ich euch bitten, mal aufzustehen? Und vielleicht könnt ihr euch erinnern an die vorher gestanden und die anderen, die gesessen sind. Und wenn ihr euch nicht erinnern könnt, nehmt einfach den Nachbarn, zum Beispiel hinter euch. Wer den Mario sprechen will, Gelegenheit ist jetzt da. Ja, es sitzt niemand vor Mario insofern. Aber die letzte Reihe darf hier ein bisschen kreativ sein. Und wir geben euch
ein paar Minuten, sagen wir mal 5 Minuten Zeit, 4 Fragen zu stellen. Das heißt, jeder hat 2,5 Minuten. Frage 1, wer bist du? Frage 2, was machst du denn? Im Sinne von welchen Nutzen stiftest du? 3. Frage, was treibt dich an? 4. Frage, wie kann ich dich konkret in den nächsten 24 Stunden unterstützen? Wie kann ich dir weiterhelfen? Wir geben euch diese 5 Minuten Zeit. So, bitte. Und zuhören. Dankeschön. Und jetzt bitte abbrechen. Kurz, wie viele von euch würden sagen, sie haben jetzt einen interessanten, wertvollen Menschen kennengelernt? Aus meiner Sicht ist es genau das, was so das Sophia-Feeling, möchte ich es mal beschreiben, ausmacht, nämlich das motivierende Umfeld. Also wenn nicht hier, wo habt ihr es denn sonst? 100 Menschen oder mehr im Raum, ich glaube es sind ja mehr als 200 Menschen hier im Raum, die sich offen sagen, wie funktioniert es, aber auch mal sagen, hey, so funktioniert es nicht, das waren meine größten Fehler. Und ich glaube, dieses motivierende Umfeld, das findet man sonst sehr selten. Und ja, das war unsere Idee jetzt, das Sophia-Feeling aus Sofia mit nach Deutschland zu bringen. Denn aus meiner Sicht ist es jetzt so, man braucht einfach das Umfeld um sich herum, um was Neues zu starten und auch dran zu bleiben. Und auch mal, wenn es mal wirklich schlecht läuft oder man hat auch mal schlechte Tage und man hat vielleicht auch mal eine Blabla-E-Mail rumgeschickt, dann muss man einfach auch mal Leute haben, mit denen man sprechen kann. Und wir haben uns gedacht, wir gründen eine Consultant Mastermind Group nächstes Jahr, wo wir genau diese Themen angehen und wo wir als Ziel setzen, dass die Teilnehmer dieser Mastermind mindestens 150.000 Umsatz machen, schon 2019. Und ich glaube, ihr habt jetzt die letzten 3 Tage genug Cases gehört von ganz vielen Menschen, die es einfach schon sehr, sehr schnell schaffen konnten. Und ab 2020, denke ich mal, ist für jeden, der hier in Sofia dabei war, es möglich, auch mehr zu machen. Wir setzen da die Themenschwerpunkte ganz bewusst darauf, nicht die Inhalte hier nochmal zu wiederholen und auch jetzt nicht die technischen Dinge in den Vordergrund zu stellen, weil das kann man alles lernen, das hat Mario auf der Plattform schon, das können wir uns heute schon angucken, sondern uns geht es genau darum, was brauche ich eigentlich jetzt, um das Business an den Start zu kriegen, um es halt auch wirklich rentabel laufen zu können. Und wir haben uns dazu ein System ausgedacht, wir treffen uns 8-mal an 3 Tagen, es wird ein sehr, sehr knackiges Seminar, es ist sehr umfangreich, wir investieren gemeinsam in unseren Erfolg sehr viel Zeit zusammen, wir sind an unterschiedlichen Orten. Wir haben das ganz bewusst ausgewählt so, denn wir verbinden euch dort vor Ort direkt mit den 8 stärksten BNI-Gruppen. Das heißt, das, was wir lernen, setzen wir sofort in die Tat und kommen direkt ins Handeln rein. Und ja, wer grundsätzlich sagt, dass er an so einem begleitenden und unterstützenden Coaching-Programm Interesse hat, dem brauche ich jetzt nichts Neues erzählen. Ihr könnt jetzt hier eure SMS schicken. Und wer grundsätzlich Interesse daran hat, Infos dazu zu erhalten, der kann uns jetzt eine SMS dalassen. Und wir machen da keinen aufwendigen Funnel-Krams dahinter, sondern ihr bekommt am Dienstag eine E-Mail mit einem Terminlink zu meinem Terminkalender und wir reden eine halbe, dreiviertel Stunde. Ihr redet mit mir, mit Reinhard, ihr könnt euch anschauen und anhören, ob das was für euch sein könnte. Und wenn das grundsätzlich was für euch ist, würde ich mich sehr darüber freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Also, ihr habt alle Techniken hier, ihr habt alle Ideen da, es ist alles fertig, es braucht eine Entscheidung und denkt an diese Flaschen. Ich saß im April hier und ich habe auch noch 3 Monate gebraucht, um zu kapieren, dass ich, wenn ich diese eine zusätzliche Flasche, dieses Geschenk hier nehmen will, muss ich was anderes ablegen. Vielen Dank für eure Zeit und ja, mit folgenden Worten möchte ich gerne den Vortrag abschließen. Trefft eine Entscheidung und haltet es einfach durch. Vielen Dank. Danke.